So, guten Morgen. Willkommen zur deutschsprachigen Session der Ignite. Früher Morgen hier aus dem Homeoffice. Wir wollen heute über das spannende Thema Serverless reden, nicht nur aus einer technologischen Perspektive, sondern auch, wie man damit arbeitet, wie man damit erfolgreich ist und wie man komplexe Workloads auch mit Serverless-Technologie implementieren kann. Mein Name ist Dennis Dierke. Ich bin Technology Specialist bei Microsoft, spezialisiert auf Cloud Applications. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Kunden von uns hier mit uns in der Session haben, Dennis von Klaas, der uns ein bisschen aus der Praxis erzählen wird, aus einem Projekt oder einem der Projekte, die wir bei Klaas mit Serverless in den letzten paar Jahren implementiert haben. Dennis, guten Morgen. Dennis, you are muted, or we're not getting audio. Dennis, der. Dort das Team, das sich um die Verbindung mit Maschinen kümmert. Dennis, du musst nochmal anfangen, dein Audio war aus. Oh, ja, seit 2 Jahren ein Standardproblem. Wie wir alle kennen aus den verschiedenen Besprechungen, geht es erstmal los mit, du bist stumm geschaltet. Naja, genau, mein Name ist Dennis Oliana. Guten Morgen, Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei der Ignite über das Thema Serverless sprechen zu dürfen und wie wir das in den letzten Jahr knapp bei Klaas genutzt haben und auch zu produktiven Anwendungen führen. Für diejenigen, die keinen Traktor zu Hause haben oder keine Farm, was macht denn Klaas eigentlich? Kannst du ein bisschen was zu erzählen? Klaas stellt die großen Spielzeuge her. Sehen wir vielleicht auch auf der nächsten Slide. Also Klaas hat irgendwann vor knapp 100 Jahren angefangen. Da haben sich 4 Brüder zusammengetan und hier im schönen Ostwestfalen-Lippe die Firma Klaas gegründet, haben dort festgestellt, dass es oder ein Problem gesehen in der Landwirtschaft. Also sprich, damals war es so, dass Stroh gesammelt wurde und dann Personen auf den Wagen mitgefahren sind, um die Ballen zu pressen und zu knoten. Und was die Brüder getan haben, ist den sogenannten Knoter zu entwickeln. Das ist das Bild oben links. Also das ist jetzt knapp 100 Jahre her und das ist am Ende des Tages einfach nur ein mechanisches Werkzeug, um Knoten herzustellen oder um Knoten zu machen. Finde ich immer wieder faszinierend, wie man mit so kleinen Dingen ganze Industrien revolutionieren kann, weil dieses Gerät ist seit 100 Jahren so, natürlich leichten Anpassungen, Modernisierung, im Einsatz und wird auch heute noch in den Maschinen verbaut, um Knoten um Heuballen zu machen. Genau, und dann ging es auch schon weiter mit den größeren Maschinen. Dann wurden irgendwann Mähdrescher entwickelt. Und dann gibt es einen kleinen Sprung, wenn wir uns jetzt hier diese Zeitachse anschauen, in Richtung bis auf 1990, wo es dann auch, wo Klaas dann auch schon mit dem ganzen Thema Digitalisierung, das heute in aller Munde ist, angefangen hat. Also sprich, 1990 schon wurde ein Unternehmen gegründet, das Agrocom hieß und sich um Digitalisierung in der Landwirtschaft gekümmert hat. Dementsprechend einige Jahre später kamen auch die ersten, ja, heute nennt man es IoT-Anwendungen auf den Markt. Der nächste Schritt, der hier auch aufgezeigt ist, ist die Einführung des Lexions und er ist nicht nur da, weil das eine tolle Maschine ist, sondern auch in unserem Kontext durchaus interessant ist, da es der erste Großmähdrescher war, wo Sensorik und Elektronik sehr stark dazu beigetragen hat, dass die Leistungsfähigkeit der Maschine sich erhöht hat. Also es waren dann nicht mehr nur mechanische Geräte, sondern plötzlich Elektronik, Sensorik und Software natürlich dementsprechend. Und für mich zumindest, sagen wir es mal so, bevor ich zu Klaas gekommen bin, mir war es nicht bewusst, wie
viele Dinge in der Landwirtschaft schon gang und gäbe sind, wo andere Industrien noch auf dem Weg sind. Ich meine, natürlich haben wir es etwas einfacher, da im Normalfall nicht so viele Menschen auf einem Feld unterwegs sind, also sprich die Gefahren sind geringer, aber so Dinge wie automatische Lenksysteme sind auf landwirtschaftlichen Maschinen seit Ende der 90er Jahre, also knapp 20 Jahre, Stand der Technik. Prozessautomatisierung, wo Maschinen anhand von Kamerabildern ihren Weg erkennen, sind seit knapp 10 Jahren Stand der Technik. Finde ich immer wieder interessant und dementsprechend begleitet das Thema Digitalisierung und digitale Produkte Klaas seit knapp 30 Jahren. Der letzte Schritt auf der Zeitleiste war dann auch 2017, als in Niedersachsen, in Dissen, am Waldburger Wald, ein dediziertes Entwicklungszentrum eröffnet wurde, wo Menschen sitzen, die sich den ganzen Tag um Elektronik in den Maschinen, Software auf den Maschinen und die Anbindung oder die Verwendung der Software im Backend kümmern. Und vielleicht sieht man das so ein bisschen auf dem letzten Bild. Also wir sind wirklich so weit, dass, wenn so eine Maschine übers Feld fährt, man sehr genau erstens natürlich die Position feststellen kann, aber auch, was passiert auf dem Feld. Also Stichwort sind Ertragsdaten, wie viel habe ich auf welchem Meter geerntet. Auch Dinge wie, dass Kameras genutzt werden, um den Nährstoffbedarf von Pflanzen zu erkennen. Das heißt, es wird dann wirklich punktgenau gedüngt, also nicht mit der sehr großen Gießkanne über das gesamte Feld, sondern es ist wirklich möglich zu sehen, okay, auf diesen 20, 30 Zentimetern muss mehr gedüngt werden als an anderen Stellen. Okay, das macht natürlich auch so ein bisschen deutlich, dass der Bedarf für Digitalisierung bei euch eigentlich schon immer vorhanden gewesen ist. Das habt ihr auch quasi schon Vorarbeit gemacht in dieser Richtung, weil man natürlich nicht einfach Traktoren und Mähdrescher ans Internet anschließen kann, braucht man dafür eine entsprechende Systeme. Wie sieht denn das bei euch aus? Ja, also es sieht so aus, dass wir ein Kommunikationsmodul auf den Maschinen verbaut haben und dieses spricht mit einer Kommunikationsplattform, die wir vor knapp 4 Jahren, als ich zu Klaas gekommen bin, angefangen haben aufzubauen. Also sprich, in dem Moment ging es darum, eine bestehende Lösung abzulösen. Und die sieht grob so aus, dass wir einmal natürlich für unsere eigenen Maschinen Schnittstellen haben. Gleichzeitig ist es aber auch in der Landwirtschaft seit circa 2 Jahren gang und gäbe, dass auch mit Partnern Daten ausgetauscht werden. Also sprich, ein Klaas-Kunde kann sich die Daten seiner Maschine von einem Marktbegleiter im Klaas-Portal ansehen und andersrum natürlich genauso. Und dann haben wir auch entsprechend verschiedene Backend-Systeme. Also das heißt, es gibt verschiedene Applikationen, die auf der Maschine laufen, für verschiedene Anwendungsfälle. Und analog dazu gibt es die entsprechenden Applikationen im Backend, die diese Funktionalität aufbauen. Also Beispiele sind, wie gerade schon gesagt, Ertragsmessung, Dokumentation von Düngung, Fahrtwege, die getätigt wurden und noch viel mehr. Das ist jetzt quasi die Infrastruktur. Das ist jetzt noch nicht auf die einzelnen Workloads bezogen. Das war für euch quasi die erforderliche Plattform, damit man überhaupt Connectivity von unterschiedlichen Geräten, unterschiedlichen Devices in API-Form nutzbar machen kann. Jetzt kommt ja bei euch Use Cases. Ne? Ihr seid ein trotzdem agiles Unternehmen mit einem saisonalen Geschäft, die regelmäßig neue Workloads, neue Anforderungen, neue Innovationen rausbringen möchten. Und da kommt ja eben das Thema Serverless ins Spiel. Wie sieht denn das in der Praxis aus, in einem Beispiel? Genau, also du hast schon gerade ein sehr gutes Stichwort genannt, nämlich saisonales Geschäft. Also wie man sich vorstellen kann, so eine Maschine, da kann es gut sein, dass die
10 Monate in einem Jahr nichts tut, also ausgeschaltet irgendwo in der Scheune oder in einer Garage steht, und dann 2 Monate dann wirklich aktiv ist. Und genau dasselbe gilt dann dementsprechend auch für unsere Infrastruktur. Dann war es, und dementsprechend passt das Thema Serverless mit dynamischer Skalierung sehr gut eigentlich auf unsere Anwendungsfälle. Und hier war es so, dass vor circa einem Jahr kam dann das Produktmanagement auf uns zu und hat uns darum gebeten, die Backend-Infrastruktur für eine neue Funktionalität vorzustellen. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, nenne ich es einfach mal Gruppenchat. Also das kennt, glaube ich, jeder aus den verschiedenen Messenger-Diensten. Ich schreibe eine Nachricht und die Teilnehmer der Gruppe erhalten diese Nachricht. Es gibt einen Admin, der dann auch die Möglichkeit hat, Gruppenteilnehmer zu verwalten, also neue hinzuzufügen und andere Personen zu entfernen. Und das ist hier in dieser Architektur auch dargestellt. Also wir sehen auf der rechten Seite die Class App. Da meldet sich ein Benutzer mit seinem User-Account an. Das heißt, der erste Weg geht natürlich dann erstmal zum Identity Provider. In dem Fall ist es Auth0. Dort werden die Credentials geprüft. Wenn die Credentials passen, dann wird über das API-Management auch direkt eine Function getriggert, die in einem Signal-R-Server den Push-Kanal, also einen Token erzeugt und somit einen Push-Kanal für die App aufmacht. Der nächste Schritt ist dann für den Benutzer der App zu sagen, seine Gruppen zu verwalten. Also sprich, er sieht dann, welche Maschinen habe ich denn, welche Maschinen möchte ich gerne zu Gruppen zusammenfügen. Und das tut er dann über REST-APIs. Diese haben wir ebenfalls als Function realisiert, weil es auch an der Stelle sehr, ja, es ist an sich eine sehr einfache Funktionalität, wie man sich das vorstellen kann. Ich sage einfach nur, füge Maschinen mit diesen 3 IDs zu einer Gruppe zusammen oder passe die Gruppe an und passe die Teilnehmer einer Gruppe an. Diese Information wird dann einfach in einer Cosmos DB in unserem Fall gespeichert. Cosmos DB haben wir an der Stelle deswegen gewählt, weil es erstens eine NoSQL-Datenbank ist, also sprich, Sie können direkt JSON-Dokumente speichern und verarbeiten, was sehr gut zu unserem Anwendungsfall passt. Und zweitens, weil sie auch dynamisch skalieren kann in einem gewissen Rahmen, genau wie die Functions. Sobald ich dann diese Verwaltung meiner Gruppen durchgeführt habe, habe ich dann die Möglichkeit, die eigentliche Funktionalität, nämlich das Chatten zu nutzen. Das heißt, in dem Fall würde ich dann zum Beispiel auf meiner App eine Nachricht eingeben. Diese wird über Signal-R in eine Gruppe geschrieben und an dem Signal-R-Server hängen dann auch wiederum Functions, die dann feststellen, okay, da ist eine Nachricht eingegangen. Es wird dann geschaut, welche Gruppe ist das, welches Kommunikationsmodul ist das, und dann wird unsere auf der letzten Slide vorgestellte oder kurz gezeigte Kommunikationsplattform genutzt, um Nachrichten an die Maschinen selbst zu schicken. Und genauso geht dann natürlich der umgekehrte Weg, wenn von der Maschine eine Nachricht reinkommt, geht die über unsere Kommunikationsplattform und wird eventbetrieben an eine Function zugestellt, und diese gibt das dann weiter an den Signal-R-Server beziehungsweise an die anderen Maschinen. Zusätzlich, was so ein bisschen verblasst im Hintergrund dargestellt ist, haben wir einige Storage Queues, die wir dafür nutzen, die Verarbeitung asynchron zu machen. Also sprich, damit auch es die Möglichkeit gibt, bei Fehlern wieder eine Nachricht oder ein Event wieder zurück in die Queue zu legen, etwas zu warten, bis Fehler oder irgendwelche Server oder Systeme, die nicht in dem Moment nicht erreichbar sind, damit wir das wieder neu versuchen können. Und eine zweite Komponente, die wir nutzen, ist Application Insights für das Thema Monitoring und Observability des ganzen Systems.
Jetzt habt ihr in diesem Fall ja quasi 3 Functions. Die Schwierigkeit bei diesem Serverless-Modell, wie modelliere ich das Ganze? Eigentlich ist eine Service-Function ja klein gedacht. Ihr habt jetzt in diesem Fall 3. Warum nicht 100 oder warum nicht nur eine? Was ist für euch so ein bisschen die Stellgröße und wie würdet ihr quasi den Use Case erweitern, wenn es sich Anforderungen ändern? Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es eine harte Grenze für die Größe einer Function gibt. Was man muss halt in dem Moment, wenn man sich so eine Architektur aufsetzt, sich überlegen, okay, welche Funktionalität ist losgelöst und statuslos abbildbar, sodass ich das, und das ist dann so ungefähr die Größe, die ich in eine Function packe. Also bei Functions denke ich immer an Methoden aus der objektorientierten Programmierung. Das heißt, ich habe eine Methode, ich habe Eingabeparameter, ich habe Ausgabeparameter und das war's. Wenn ich innerhalb einer Function weitere Logik aufrufen möchte, dann sollte ich mir sehr gut überlegen, ob ich diese Komplexität in dieselbe Function lege oder ob ich das in eine separate Function auslagere, was wir hier zum Teil auch durchaus getan haben und wofür wir dann die Storage Queues nutzen. In diesem Fall ist es ja quasi ein Use Case. Wenn man das jetzt größer denkt, kann man das natürlich beliebig erweitern und sagen, wir bauen einen neuen Use Case und nehmen aber die gleiche Architektur, verdoppeln die Anzahl der Functions und arbeiten weiter. Wie sieht das bei euch in Bezug auf Betriebsaufwände aus? Also wie viel Operators, wie viel IT-Ops-Personal habt ihr für so ein Workload? Oder wie viele unterschiedliche Rollen sind daran beteiligt? Naja, also Anzahl Menschen ist es knapp eine, also sagen wir mal 2, weil die Person darf auch ruhig mal in den Urlaub gehen oder krank sein natürlich. Aber am Ende des Tages braucht man eine Person, die sich in den verschiedenen Bereichen auskennt. Also jetzt bei so einer Architektur zu sagen, ich brauche eine dedizierte Person für Audio ist wieder weg. Dennis, bist du noch da? Wir haben das Audio gerade verloren. Oder dein Audio verloren. Jetzt bist du wieder da. Ist wieder da. Gut. Genau, aber ihr habt kein dediziertes Betriebspersonal, ihr macht quasi DevOps in Reinform und eigentlich brauchen wir dafür kein großes Betriebsteam, was ja für euch auch der Gag ist. Was wollen die denn auch im Winter machen, wenn nichts los ist, ne? Ja, genau. Also das ist aber auch mit ein Grund, warum ich ein großer Freund von PaaS und oder SaaS-Lösungen bin, weil ich mich dadurch auf die Entwicklung konzentrieren kann oder beziehungsweise auf eine Form von Third- oder Fourth-Level-Support und der eigentliche Betrieb der Lösung durch andere Menschen oder größere Teams dann dementsprechend auch gemacht wird. Also wenn wir jetzt hier daran denken, dass bei Azure, ich weiß nicht, wie viele Menschen sich darum kümmern, dass die Systeme tagtäglich 24/7 laufen, skalieren. Das könnten wir, wenn wir jetzt nur diese kleine Architektur nehmen, wäre der Aufwand extrem hoch im Vergleich zum Nutzen. Jetzt geht es natürlich auch in die Richtung, wie man überhaupt versteht, was da eigentlich zur Laufzeit passiert. Also das ist ja jetzt natürlich alles sehr kleinteilig, braucht natürlich auch ein entsprechendes Monitoring und Tracing und Logging. Vielleicht so ein kurzer Überblick, wie das bei euch aussieht. In einem Screenshot hilft ein bisschen zu verstehen, wo eigentlich die Challenge steht und warum es eben Sinn macht, sowas wie Application Insights einzusetzen. Ja, gerne. Wir nutzen Application Insights und also klassische Logging-Lösung kennt, glaube ich, jeder, wo man sagt, okay, ich schreibe jetzt Log-Nachricht weg, dass das und das passiert ist, vielleicht noch mit einem Log-Level. Der Charme an Application Insights ist, dass es sehr viel out of the box mitbringt. Also was man hier sieht,
ist eine automatisch generierte Application Map. Und man sieht auch, dass die Komplexität ein bisschen höher ist als das, was ich gerade dargestellt habe, was aber daran liegt, dass Application Insights hier festgestellt hat, ach guck mal, nachdem die Functions und die Komponenten unserer Gruppenchat-Architektur, also diese haben Schnittstellen zu anderen Komponenten. Dementsprechend das, was man hier unten links sieht, da gehen wir dann schon in unsere Kommunikationsplattform rein, die dann natürlich eine etwas höhere Komplexität als unsere reine Applikationsarchitektur hat. Aber das, was man hier sieht, ist alles ohne eine Zeile Code. Zumindest haben wir keine Zeile Code dafür geschrieben. Ich schätze, bei Microsoft waren da ein paar Menschen fleißig für. Aber das alles ist out of the box vorhanden, inklusive auch Metriken, die dabei helfen zu sehen, wo klemmt es denn gerade vielleicht ein bisschen. Also man sieht an den Pfeilen zwischen den einzelnen Komponenten, sieht man, wie viele Calls passieren da an dieser Schnittstelle. Er sagt da, oder man erhält auch von out of the box eine Auswertung, wo steht, plötzlich dauern Calls lange. Normalerweise dauern die, ich weiß nicht, 5 Millisekunden, aber von den 5000 Calls haben circa 5% 20 Millisekunden gedauert. Überleg dir, ob du mit dieser Information, ob das für dich okay ist oder ob du an dieser Stelle nachschauen möchtest und gegebenenfalls das anpassen möchtest. Natürlich funktioniert das an dieser Stelle super. Was habt ihr denn so gelernt im Laufe der Zeit, weil ihr jetzt ja auch schon eine Weile in Produktion seid mit unterschiedlichen Workloads, wenn man das Ganze jetzt tatsächlich in Betrieb nimmt? Ja, also ein Punkt war direkt die unerwartete Kostenverteilung. Also natürlich, wenn wir so eine Architektur entwickeln, werden wir auch gefragt, okay, was wird das denn kosten im Betrieb? Und wann oder zumindest ich habe zu dem Zeitpunkt dazu geneigt zu sagen, okay, wir bauen das auf Functions, also lass uns versuchen abzuschätzen, was uns die Functions kosten werden. Natürlich nimmt man auch nochmal Dinge wie die Datenbank, also in dem Fall die Cosmos DB und den Signal-R-Server mit auf. Aber nach einigen Monaten, also Betrieb wäre jetzt zu viel gesagt, aber auf jeden Fall haben wir es im Validierungsbereich dann auch wirklich laufen gehabt. Und dann schaut man sich die Kostenverteilung ab und da ergibt sich ein sehr interessantes Bild, wie ich finde, weil das teuerste an der ganzen Lösung war tatsächlich Application Insights, weil man dazu sagen muss, das war während der Validierung, also sprich, wir haben auch extrem viele Logs geschrieben. Und das günstigste waren die Functions. Das heißt, wir konnten so, also erstmal unsere Kostenschätzung war, ich sag mal, nicht grob falsch, aber doch durchaus anders aufgestellt. Und wir haben jetzt aber so eine Baseline, wenn wir auch produktiv gehen, weil wir wissen, naja, an den Logkosten, ja, da werden wir noch ein bisschen was drehen, aber das ist das sind die Minimalkosten während des produktiven Betriebs. Andere Dinge, wie zum Beispiel Functions, die werden dann, und auch die Cosmos DB, wird dann dynamisch skalieren mit den Maschinen und den Kunden, die diese Funktionalität nutzen. Dementsprechend war auch unser Learning, ist unser Learning, dass Pay-as-you-go-Dienste hochgradig skalierbar sind. Also wir sind bei Functions im Consumption Plan. Das heißt, es wird pro Ausführung der Function gezahlt und es gibt, naja,
festgestellt, dass nicht alles Pay-as-you-go ist. Also zum Beispiel ein Signal-A-Dienst, da muss man immer, also da kann man nicht sagen, zahle pro Verbindung oder pro vorhandener Gruppe, sondern es wird einfach der Cluster bezahlt. Betriebsaufwände, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, extrem gering. Die Einstiegshürden sind ebenfalls sehr, sehr gering. Also man muss wirklich sagen, die Entwicklungsumgebung oder die Entwicklungserfahrung, die Experience eines Entwicklers ist sehr, sehr gut. Also kann sehr, sehr einfach damit starten, eine Function zu entwickeln und die an die verschiedenen Systeme anzuwenden. Und was man auch immer ein bisschen gucken muss, ist gerade die dynamisch skalierenden Pay-as-you-go-Dienste unterstützen nicht immer alle Möglichkeiten der großen Brüder, sagen wir es mal so, oder der großen Geschwister, was aber, wenn man drüber nachdenkt, auch in gewisser Form logisch ist. Ja, natürlich ist Serverless auch keine Zauberei. Da sind halt nur Server da vorhanden. Es sind allerdings nicht eure Server und das ist eben, glaube ich, oder ihr müsst euch zumindest, ihr könnt so tun, als ob es die nicht gibt, was, glaube ich, die Philosophie dahinter ist. Wenn man bei euch jetzt so in das größere Bild guckt, wenn man wie ihr im Serverless und eure Kommunikationsplattformen zusammen kombiniert, sieht man natürlich, dass ihr einen relativ breiten Mix an Compute-Plattformen habt. Also zum einen Service Fabric ist bei euch immer noch im Einsatz, ihr benutzt Kubernetes, ihr benutzt Functions und App-Services, quasi alles in einem großen Mix. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir in diesem Rahmen von der Ignite in dieser Woche nochmal einen neuen Dienst dazugesteckt haben, über den wir auch schon vor einer Weile mal gesprochen hatten. Wie beurteilst du die Bandbreite? Was ist für dich das richtige Werkzeug für welchen Use Case oder wie bewertet ihr überhaupt, welche Plattform, welche Philosophie ihr verwenden wollt für welchen Use Case? Naja, die Bewertung erfolgt im Endeffekt anhand der Anforderungen. Also ich glaube, jedes Werkzeug hat seine Daseinsberechtigung, aber wenn ich mit einem Schraubenzieher versuche, einen Nagel in die Wand zu schlagen, wird das schwierig. Das heißt, aktuell sieht man hier zum Beispiel, dass wir Service Fabric im Einsatz haben. Die Stelle, der Anwendungsfall, wofür wir Service Fabric nutzen, könnte aber zum Beispiel durchaus etwas für die jetzt neu vorgestellten Worker-Apps sein. Ich persönlich sehe an der Stelle noch kein Kubernetes. Nicht, weil ich Kubernetes schlecht finde, sondern weil ich glaube, dass es für diesen Einsatzzweck, den wir dort haben, diesen spezifischen, nicht das passende Werkzeug ist. Im Endeffekt hatten wir damals auch zunächst mit Functions schon experimentiert, haben uns aber in dem Moment dann aus technischen Gründen dann dagegen entschieden. Aber an sich finde ich es sehr, sehr spannend, dass es auch so viele Werkzeuge gibt und ich glaube auch nicht, dass man sich einschränken sollte auf die Auswahl der Werkzeuge, sondern man sollte sich anschauen, was gibt es und was passt für den Anwendungsfall. Ja, das ist, glaube ich, auch die richtige Philosophie, ne? Immer eben pro Use Case zu gucken und bei euch ist das eben ein Pattern, für eine Complication-Plattform einen Pattern auszuwählen und für die einzelnen Backend-Services, von denen ihr viele habt, eben zum Beispiel mit Functions zu beziehen, aber oder vielleicht auch sowas wie Container-Apps in der Zukunft zu evaluieren. Genau. Wir sind ein bisschen am Ende angekommen von unserer Session. Ich hoffe, wir haben der Audience oder Ihnen und euch einen Einblick gegeben, wie man mit Serverless Prinzipien, Patterns, Technologie erfolgreich arbeiten kann. Das Ganze auch mit vielleicht interessanten Einblicken aus dem Farming verknüpft und ein paar gelernt, wie kompliziert es eigentlich ist, in der Landwirtschaft heute zu arbeiten, dass es Digitalisierung da schon lange vorhanden ist und auch alternativlos ist, um da erfolgreich zu sein. Vielen Dank, Dennis, für deine Beiträge oder deine Insights. Wir sind, glaube ich, auch schon am Ende der Session. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, es war interessant. Ich wünsche dir noch eine interessante Ignite. Wie immer wird alles aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.